Du leidest unter Nackenschmerzen, kannst deinen Kopf vielleicht nicht mehr richtig bewegen oder hast Steifhalsgefühl in deiner Halswirbelsäule. Hallo, wir sind Patrick und Rocco von Liebscher und Bracht. Wir betreiben jeder eine eigene Schmerztherapiepraxis, Schmerzpraxis nach Liebscher und Bracht in Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg. Ja, heute zeigen wir dir zwei Dehnübungen und zwei Faszienrollmassagen, die dir bei deinen Nackenschmerzen Erleichterung verschaffen könnten. Rocco, bitte setz dich einmal hierher. Du brauchst nicht viel, alles was du brauchst ist ein Stuhl und deine Hände. Klein wenig nach vorn, setz dich ganz aufrecht hin und nimm deine Hände auf den Hinterkopf. Wie so ein Volleyball kannst du dir vorstellen, auch oder die Fingerspitzen, die Hände, wie du möchtest. Und jetzt nimm dein Kinn ein wenig nach hinten Richtung Kehlkopf und zieh den Kopf nach vorne runter. Genau. Das reicht erstmal, halte das so. Übe stets vorsichtig und behutsam, reiß nicht zu doll an deinem Kopf. Sobald du hier hinten im Halswirbelsäulenbereich klein wenig Spannung spürst, machst du schon alles richtig. Wichtig bei dieser Übung ist, dass du aufrecht sitzt und wenn es geht, hältst du die Dehnung 2 Minuten. Solltest du am Anfang Probleme haben mit der langen, intensiven Dehnungszeit, ist es überhaupt nicht schlimm. Starte mit 30 Sekunden, steigere dich jeden Tag 10 Sekunden, bis du bei 2 Minuten angekommen bist und dann hast du den besten Effekt. Rocco, wie fühlt es sich an? Spürst du hier hinten etwas? Ganz minimal. Ganz minimal. Rocco ist gut gedehnt, also spürt ein bisschen was, aber ein bisschen ist immer besser als gar nichts. 2 Minuten sind ungefähr um. Rocco kommt wieder langsam nach oben. Okay, jetzt den Kopf ein bisschen bewegen. Also diese Übung ist sehr gut, wenn man zum Beispiel ein Steifheitsgefühl in der Halswirbelsäule hat, wenn man morgens mit Kopfschmerzen aufwacht oder wenn die Kopfschmerzen hier hinten an der Halswirbelsäule nach oben in den Kopf ziehen. Nun haben wir die Halswirbelsäule entspannt und jetzt kümmern wir uns um die Nackenmuskulatur. Das ist hier oben drauf. Rocco, mach mal bitte links eine Faust, Ellbogen an den Körper ran. Setz dich wieder aufrecht hin, das ist super so. Dreh den Kopf nach links 45 Grad. 45 Grad als kleine Orientierungshilfe ist Nase zur Faust. Leg deine rechte Hand auf den Schädel, Fingerspitzen hinter das linke Ohr und zieh mit deiner rechten Hand den Kopf nach links. Nach rechts, nicht nach links. Okay? Setz dich aufrecht hin, genau, und zieh die linke Schulter klein wenig nach unten. Der Ellbogen will auf den Boden als kleine Eselsbrücke. Wenn du jetzt hier im Nackenbereich eine Dehnung spürst, dann machst du alles richtig. Dehne stets vorsichtig und behutsam, zieh nicht zu doll an deinem Kopf. Du musst hier eine ganz kleine Spannung spüren und dann bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Auch hier wieder 2 Minuten halten. Wie gesagt, am Anfang ist es manchmal nicht möglich, 2 Minuten, dann lieber ein bisschen weniger. Die Intensität und Steigerung kommt von ganz allein. 2 Minuten sind ungefähr um. Rocco, komm wieder raus aus der Bewegung. Nimm den rechten Arm runter, Kopf hoch und ein bisschen bewegen den Kopf. So, nun kommen wir zur Faszienrollmassage. Wir starten mit der Mini-Rolle. Idealerweise nimmst du unsere Liebscher und Bracht Rollen, wenn du aber irgendwas anderes zu Hause hast oder eine andere Faszienrolle, kannst du die natürlich auch nehmen. Rocco, jetzt rollst du dir mal die Halswirbelsäule, die linke Seite am besten. Ganz leicht anschrägen und du drückst direkt an der Seite hier rauf und rollst ganz langsam von Kopf abwärts Richtung Körpermitte. Das wird ein bisschen schmerzhaft sein, es darf wehtun, immer größer als 8, kleiner als 10. Bisschen Schmerzen sind okay, nur soll es nicht unerträglich sein. Also du sollst nicht dagegen spannen, um es zu ertragen, dann ist es in Ordnung. Schön langsam und das machst du, bis du angekommen bist an deinem Nacken und du kannst es 2-mal machen ungefähr. Das
Sieht super aus, das ist gut. Okay, ja, das reicht. Auf der Höhe ist in Ordnung. Jetzt machen wir noch die Faszienrollmassage mit dem kleinen Ball für die Nackenmuskulatur. Das war jetzt wieder für die Halswirbelsäule, analog zu der ersten Dehnübung, die wir gemacht haben. So, nimm bitte den Ball in die rechte Hand und roll dir direkt hier oben drauf auf den Nackenbereich. Die meisten Patienten berichten, dass es hart ist, dass es manchmal heiß ist, dass es brennt und diese Symptome kannst du damit lindern oder auflösen, immer in Kombination mit der Dehnübung. Genau, du kannst auch mit der Handfläche rollen, dann kannst du einen besseren Druck ausüben. Und das sind jetzt kleine Flächen, die bearbeitest du einfach so 1 bis 2 Minuten. Ja, das sieht sehr gut aus. Okay, das reicht. Also, wenn ihr merkt, ihr habt Probleme beim Üben und kommt vielleicht nicht so ganz hin mit dem ganzen Ablauf und wollt vielleicht doch mal Hilfe haben, dann meldet euch einfach bei uns, wendet euch an unseren YouTube-Kanal und schickt uns einfach Nachricht und dann können wir euch helfen. Wir erstellen gerne ein Übungsprogramm für dich und sind gerne für dich da, wenn du uns brauchst. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald wünschen dir dein Patrick und dein Rocco von Liebschau und Bracht. Ciao.